Mein Name ist Eva Steinborn, ich komme vom Maulbeerblatt, einem Lokalmagazin von Treptow-Köpenick, und ich bin heute hier im Yoga-Zentrum, um Uwe zu interviewen und zu schauen, was er in seiner Senoi-Runde macht und was es überhaupt bedeutet, sich an seine Träume zu erinnern und darüber zu sprechen. Ich bin total gespannt, was andere Leute so träumen, weil ich meine eigenen Träume immer seltsam finde. Und freue mich darauf zu erfahren, ob meine Träume irgendwas bedeuten und was ich mit denen so anstellen kann. Das Thema Träumen finde ich total spannend, weil Träume was ganz Intimes sind. Heute sprechen wir über alles ganz offen in unserer Gesellschaft, aber beim Träumen machen wir manchmal Dinge, über die wir uns kaum trauen zu sprechen. Und ich finde es total interessant, dieses, was wirklich im tiefsten Inneren passiert, mal nach oben zu holen und zu schauen, was davon öffentlich gemacht werden kann. Uwe, wie ist das? Wenn ich meinen Mann heute fragen würde, was hast du geträumt, würde er mir antworten, gar nichts. Träumt jeder Mensch immer und manche erinnern sich einfach nicht dran. Wie ist das? Ja, genau so ist es. Also ich habe, bevor ich vom Klarträumen erfahren habe, mindestens 10 Jahre, wenn nicht mehr, nur schwarze Nächte gehabt. Das heißt, ich habe mich an keinen einzigen Traum in keiner einzigen Nacht erinnert. Und als ich dann davon erfahren habe, dass man aber immer träumt, man kann sich nur nicht daran erinnern und die Erinnerung trainierbar ist, einfach dadurch, dass man sich das vornimmt, habe ich dann einen Stift und einen Block auf mein Bett gelegt, bin eingeschlafen, bin 2 Stunden später aufgewacht und konnte die erste Szene aufschreiben. Und in dieser ersten Nacht bin ich dann frühmorgens das zweite Mal aufgewacht und habe dann einen Traum niedergeschrieben, habe mich dann daran erinnert, was vorher war, und kam dann auf 3, 4 Träume sogar. Also von 0 auf 4 Träume in der Nacht. Und hat jeder Mensch auch tatsächlich mehrere Träume jede Nacht? Ja, also man durchläuft während einer Nacht durchläuft man verschiedene Schlafstadien. Das ist N1, das ist der Übergang, N2 ist Leichtschlaf, N3 ist Tiefschlaf. Früher gab es noch N4, hat man abgeschafft. Jetzt und dann die REM-Phase. Das heißt, mit dem Wachzustand sind es 5 Stadien, Bewusstseinsstadien, die man haben kann. Und die wechseln sich ab. Also zuerst fängt es mit N1 an, ist klar, dann kommt N2, dann kommt N3, dann ist es unterschiedlich. Dann kann es wieder zurückgehen zu N2 wahrscheinlich, das ist das Wahrscheinlichste, und dann fängt der REM an. Und diesen Zyklus durchläuft man mehrmals in der Nacht. Zum Morgen hin werden die Tiefschlafphasen weniger, also N3, und die REM-Phasen häufiger und länger. Genau. Und das sind so 5 bis 6 in der Nacht, die jeder Mensch hat. Und man kann sich dann halt einfach nur nicht dran erinnern. Mhm. Und bei diesem Modell gehe ich ja davon aus, dass ich die Zeit habe, ohne äußere Einflüsse diese Phasen zu durchlaufen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt nachts durch das Schreien meines Kindes, durch den Wecker oder einen Einbrecher, der die Balkontür zertrümmert, geweckt werde? Dann werde ich ja in einer dieser Phasen rausgerissen aus dem Schlaf. Hat das Einfluss darauf, wie ich mich an den Traum erinnern kann, in welcher Phase ich aufwache? Ja, also wenn man dich in der REM-Phase weckt, dann kannst du dich sehr wahrscheinlich daran erinnern. Wenn man dich in den Non-REM weckt, also N2 oder N3, dann kannst du dich immer noch besser daran erinnern, als wenn du wartest, bis du natürlich aufwachst, wenn du rausgerissen wirst, aber mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit als in der REM-Phase. Okay. Aber man träumt tatsächlich die ganze Nacht. Man träumt auch in Non-REM-Phasen. Die Träume sind dann nur nicht so lebendig, nicht so realitätsgetreu. Genau. Okay. Und wenn ich dich jetzt frage, warum lohnt es sich, dass ich mich mit meinen Träumen beschäftige? Was kannst du mir da sagen? Ich kann dir nur sagen, was bei mir gebracht hat, und ich hoffe, dass es bei anderen Menschen auch so ist. Es gibt viele übereinstimmende Berichte. Es bringt unheimlich viel Selbstwirksamkeit. Das heißt, Selbstwirksamkeit ist der realistische Glaube an die eigenen Möglichkeiten, wie man die Umwelt verändern kann. Man hat einfach viel mehr Mut im Leben. Ich habe lange damit gehadert, ob ich in meinem Alter noch mal studieren könnte oder nicht, ob man das macht. Das macht man noch nicht. Also man wechselt doch nicht nach 15 Jahren den Beruf mit 38. Macht man nicht. Und das Klarträumen hat mir dabei geholfen, das aber trotzdem zu machen. Und dann die Verbindung zur Intuition ist gestärkt. Das heißt,
sieht viel mehr in sich rein, guckt, wie man sich fühlt. Elisa Filewitsch vom Max-Planck-Institut hier in Berlin hat herausgefunden, dass bei Klarträumern das Brodmann-Areal 10 im präfrontalen Kortex vergrößert ist. Und da wird auch die Metakognition verordnet, das heißt das Denken über das Denken. Und ich denke nicht nur das Denken über das Denken, sondern auch das Denken über das Fühlen und überhaupt das, was man vielleicht so mit Achtsamkeit beschreiben kann. Also mit der Aufmerksamkeit für die inneren Vorgänge in Reaktion auch auf das Äußere. Und wenn das trainiert wird, dann hat man unheimlich viel mehr Lebensqualität. Dann hat man mehr Kontrolle über sein Leben. Dann weiß man, oh, das passt mir nicht. Ein anderer, der nicht so achtsam wäre, würde da nur merken, es passt irgendwas nicht, aber nichts dagegen tun. Und jemand, der achtsam ist, der merkt dann, ah ja, ich kann ja das und das und das, sind meine Möglichkeiten, das kann ich jetzt tun, um das abzustellen oder so. Und ja, genau, also die erhöhte Selbstwirksamkeit, die erhöhte Achtsamkeit, die Verbindung zur Intuition, das sind so die 3 Hauptsachen und es gibt noch viel mehr, also Lebensqualität, Stressresilienz, ja, Kreativität. Ja. Kann jeder Mensch das Klarträumen lernen? Wahrscheinlich. Man kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber wahrscheinlich ja. Ich habe noch keinen getroffen, der es nicht. Doch, ich habe jemanden getroffen, der jetzt schon jahrelang probiert, aber die wird es auch noch schaffen, denke ich. Und ist es so, wenn ich an meine eigene Geschichte denke, dann habe ich als Kind klar geträumt und habe das ganz offenbar irgendwann verlernt oder abgestellt. Genau. Ist es so, dass eigentlich jedem innewohnt, man das nur verlernt? Na, es gibt Leute, die kennen den Zustand nicht. Die können sich überhaupt nicht darunter vorstellen, zu wissen, dass man träumt. Das ist für die, wie wenn wir uns über Erleuchtung unterhalten oder keine Ahnung, dann haben wir auch keine Vorstellung, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus, was denke ich dann. Und, aber die meisten haben es schon mal erlebt und können dann damit auch was anfangen und sind dann total froh, so, zumindest was bei mir so, zu hören, dass man das trainieren kann und dass man die Phasen verlängern kann und dann den Traum gestalten kann. Und ganz viele Sachen machen kann, ja. Und viele Menschen glauben, dass man im Traum Dinge verarbeitet, also Ereignisse nochmal neu sortiert, um sie im Gehirn in die richtigen Schubladen abzulegen. Ist das die Funktion des Träumens oder denkst du? Unter anderem. Also in die richtigen Schubladen, also du sagst in die richtigen Schubladen ablegen, das nennt man Erinnerungskonsolidierung, Memory Consolidation. Und das ist ganz klar ganz oft untersucht, dass wenn man etwas lernt, man legt sich schlafen und wacht wieder auf, dann und die Kontrollgruppe hat nicht geschlafen, dann kann die Gruppe, die geschlafen hat, viel bessere Erinnerung. Also das heißt, der Schlaf ist und das Träumen ist auf jeden Fall dafür da, in die richtigen Schubladen zu packen, wie du es formuliert hast, also zu konsolidieren. Und was es darüber hinaus noch für Funktionen gibt, das will ich halt rausfinden. Und wie ist das, hast schon gesagt, wofür Träumen alles gut ist, wobei es hilft, wenn man sich mit einem Träumen beschäftigt, dass es hilft, mehr Selbstbewusstsein, mehr Achtsamkeit zu erlangen, wahrscheinlich seine Entscheidungen mit mehr Selbstbewusstsein zu treffen. Welche Störfaktoren gibt es, die das Träumen betreffen? Also du hast auf deinem Flyer, hatte ich gelesen, sprichst du über Alkohol und Drogen, aber wahrscheinlich ist es auch so, dass mehr Stress schlechteres Schlafen bedeutet und schlechteres Schlafen auch schlechteres Träumen bedeutet. Oder sehe ich das falsch? Ja, das ist ein Teufelskreis, ja. Und das heißt, dass es im Grunde sich auch lohnt, sich mit dem Träumen zu beschäftigen und die richtigen Voraussetzungen dazu zu schaffen. Das würde ja schon wieder bedeuten, dass ich auch in meinem Alltag bestimmte Dinge verändere, um weniger Stress zu haben, um klarer zu sehen, genau. Auch im Wachzustand. Genau, also was damit natürlich einhergeht, ist der Verzicht auf Drogen. Man darf auf keinen Fall kiffen. Marihuana unterdrückt die REM-Phasen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob die REM-Phasen an sich oder nur die Erinnerung daran, aber wahrscheinlich beides. Und deshalb kommt es auch zum REM-Rebound. Wenn man aufhört zu kiffen, dann träumt man auf einmal ganz viel und ganz wild.
Und dann merkt man, dass das Gehirn sich danach gesehnt hat zu träumen und konnte es nicht. Dann Alkohol ist schlecht, Kaffee ist schlecht, alle Drogen sind schlecht. Und wenn man, ich trinke keinen Kaffee, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, ich esse sogar wenig Zucker. Und na klar, jetzt kann man fragen, wo fängt es an? Ist die gesunde Lebensweise das, was meine Lebensqualität erhöht, oder ist es das Klarträumen? Es ist halt beides. Also insgesamt ein Lebensstil oder ein Weg, den du gehst, in der Absicht, ein besseres Leben in einem besseren Zustand deines ganzen Ichs zu führen. Genau. Vielleicht kannst du noch mal den Unterschied zwischen dem luziden Träumen und dem ganz gewöhnlichen Träumen erklären. Na, der Unterschied ist, dass man beim luziden Träumen weiß, dass man träumt. Und beim Trübtraum weiß man das erst im Nachhinein, dass es ein Traum war. Das heißt, in dem Moment, wo es passiert, denkt man sich, ja, ist schon klar, ich fliege hier gerade übers Donautal, warum auch nicht? Warum kann ich fliegen? Ach so, ja, mir sind ja gestern Flügel gewachsen. Und so versucht man sich das dann irgendwie zurechtzulegen, und meistens kommt man dann auf irgendwelche abgefahrenen Begründungen, warum das jetzt gerade real ist und kein Traum. Und erst wenn man aufwacht, merkt man, klar war es ein Traum, hätte ich auch merken können, aber in dem Moment merkt man es meistens nicht. Und wenn man trainiert, das zu merken, dann wird es halt so ablaufen, ich fliege gerade übers Donautal, kann eigentlich nicht sein. Ich mache mal einen Reality-Check, das heißt, ich zähle meine Finger, 1, 2, 3, 4, 5, sind 5. Naja, wahrscheinlich bin ich wach, manchmal den nächsten, versuche durch die Nase zu atmen, bin wach. Und dann kann es immer noch sein, dass man trüb weiterträumt, weil die Reality-Checks versagen. Die können versagen. Man kann sich nie sicher sein, dass man wach ist, man kann sich nur sicher sein, dass man träumt. Wenn genau auf einmal ein 6. Finger da ist oder man atmen kann oder sowas. Okay, spannend. Ja. Bedeutet jeder Traum etwas? Also wir haben vorhin ja versucht, unsere Träume zu deuten. Ja. Ist es tatsächlich so, dass alles in irgendeiner Form eine Bedeutung hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, manche scheinen keine Bedeutung zu haben, aber ist es nun deswegen, weil man nicht drauf kommt, oder haben sie wirklich keine? Man weiß es nicht. Ja. Aber wenn man die Bedeutung findet, ist es ein sehr erhebendes Aha-Erlebnis. Ja. Du gibst auch Workshops oder möchtest welche anbieten, in denen man das Klarträumen erlernen kann. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert denn auf so einem Workshop? Legen wir uns da alle hin auf eine Matte? Nö, da gibt es Frontalunterricht wie in der Schule. Ich werfe Folien an die Wand und erkläre, was ist Klarträumen, die Techniken, wie kommen wir da hin. Und dann gibt es, das Wichtigste dabei ist aber die Hausaufgaben. Das heißt, wir treffen uns nächste Woche wieder und dann wird berichtet, es werden Hausaufgaben kontrolliert. Und dann müssen die Leute irgendwas vorweisen. Die erste Woche wird sein Traumtagebuch führen und solche Sachen. Und in der zweiten Woche geht es dann gleich los mit Klarheit erlangen. Und und dann hoffe ich, also stelle ich mir das vor, dann hoffe ich, dass das auch ziemlich schnell funktioniert bei den meisten und dass wir dann weitergehen können und sagen, und jetzt nehmen wir uns vor, zu fliegen, vielleicht für den Anfang. Oder durch Wände zu gehen oder in andere Traumfiguren zu switchen und deren Gefühlsleben zu übernehmen oder und sowas halt. Also so Sachen, wo man dann die Kontrolle über den Traum ausübt, weil Klarheit und Kontrolle sind unterschiedliche Sachen. Man kann wissen, dass man träumt, aber man kann trotzdem gelähmt sein und die Traumumgebung nicht beeinflussen können. Man kann aber gleichzeitig auch die Traumumgebung beeinflussen können und trotzdem nicht wissen, dass man träumt. Das heißt, meistens hängt es beides zusammen, aber nicht immer. Und was ich noch wissen möchte, du bezeichnest dich selbst als Oneironaut. Kannst du kurz erklären, was das ist? Das ist ein griechischer Begriff, Oneiros vom Traum und Nautis vom Seefahrer, also zusammengesetzt Traumreisender. Und das ist jetzt niemand, der anleitet, sondern das ist es ist keine besondere Stellung, die man innehat. Das heißt nicht, du bist der Reiseführer dieser Traumreise? Nein. Ursprünglich nannte sich die Gruppe um Stephen LaBerge so in Stanford. Der hat Anfang der 80er den zweiten empirischen Beleg dafür geliefert, dass es Klarträume überhaupt gibt. Vorher war es Keith Hearn und der hat eine Traumgruppe gegründet und die nannten sich Oneironauten.
Also Neuronauten nennt sich jetzt auch jeder, der einfach übt, klar zu werden. Okay. Und du bist Traumforscher und beschäftigst dich ja überhaupt mit Träumen gerne, wie man merkt. Was ist denn der Traum? Wo willst du denn hin mit deinem ganzen Träumen und Traumforschen? Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Ja, ich hoffe, dass es dann mindestens so populär ist wie Yoga jetzt, wenn nicht populärer. Und meine Vision ist, dass es den Schülern in der Schule, weil da die natürliche Phase ist, wo das zum ersten Mal auftritt bei der Einschulung, dass es ein Fach ist in der Schule, dass die Schüler nicht rechnen und schreiben, das sollen sie schon lernen, aber nicht, aber auch so eine Sachen, dass man halt klarträumt oder dass man meditiert oder sowas. Also dass Klarträumen ein Fach in der Schule ist, das ist mein Ziel. Danke, schön.